Ihr habt aktuell wenig Geld, aber wollt trotzdem Düfte kaufen. Da habe ich welche für euch. An erster Stelle gleich mal vorweg, wenn man nicht so viel Geld hat, sollte man aufpassen und nicht irgendwelchen unsinnigen Kram kaufen, auch wenn ich Parfüm-Creator bin. Ne, achtet immer auf euer Geld und so weiter und so fort. Also nicht unnötig ausgeben, wenn ihr so und so nicht so viel habt. Aber wenn ihr ein bisschen was über habt, aber allgemein nicht so viel ausgeben könnt, beziehungsweise wollt, ne, dann habe ich hier einige für euch. Da müsst ihr nicht so viel Geld für ausgeben, aber habt richtig schöne Düfte. So, wir gehen rein. Moin aus Hamburg, aka Fragrance Store. Yes. So, ist es eigentlich egal, welche Reihenfolge. Wir fangen mal von hinten hier, wieso es hier liegt, an. Von hinten ist immer gut. Ne, ihr wisst. Job Wow. Ja, Job Wow. Den bekommt ihr manchmal schon für 19 € in 100 ml im Internet. Ich sage jetzt nicht irgendwelche Seiten immer, schaut einfach im Internet. Manchmal, ich habe ihn für 19 € bekommen. Er kann auch für 25, 28 € da stehen. Aber trotzdem ist es für 100 ml ein stabiler Duft, der, sag ich mal, jetzt so, wenn es in Herbstrichtung oder Richtung Herbst geht, schön zimtig, würzig, eine schöne Ausstrahlung hat, richtig gut ankommt. Wow, der Name passt. Es ist ein leichter, trotzdem frisch im Hintergrund. Süßlich leicht, aber wie gesagt, er hat dieses zimtige, weihnachtliche, hat er schon so ein bisschen am Start und das macht den Wow wirklich interessant. Das ist das zweite Mal, dass ich den Duft habe. Den habe ich früher, wo er rausgekommen ist, habe ich ihn auch schon vorgestellt. Also da könnt ihr nichts mit falsch machen. Ich hatte mal eine ganze Weile keinen Bock auf den Duft, aber das ist auch so ein Duft, da kommt ihr immer wieder drauf zurück und dann findet ihr den immer wieder toll. Also ein schöner Duft, für den ihr wirklich, sagen wir mal, bis unter 30 € ist er auf jeden Fall zu haben in 100 ml. Und wenn ihr richtig schaut, dann bekommt ihr ihn sogar noch günstiger. So, und der nächste ist auf jeden Fall günstig, den bekommt ihr sogar schon in 200 ml für 19 € und das ist der CK1 Shock. Ja, der sieht nicht nur nice aus, das ist auch im Endeffekt fast der beste CK1. Ja, weil wenn man auch hier, haben wir auch was sehr, sag ich mal, es geht in die Herbst-Winterzeit. Ihr habt auch hier Zimt, nur in frisch. Cremig, kühl, frisch. Also man hat im Endeffekt tatsächlich die DNA nicht direkt, aber diese Frische von CK1 habt ihr hier oder hat Calvin Klein drinne gelassen. Ihr habt nicht die typische CK1 DNA, ne? Das meine ich nicht. Aber die Frische und Kühle, trotz Zimtigkeit und so weiter, das macht Spaß. Und das ist auch wirklich einer der besten, günstigsten, würzig ist er auch, sag ich mal, Herbst-Winter-Düfte. Der performt natürlich, ist kein Beast Mode, nein. Aber trotzdem ist er eine ganze Weile um euch herum. 7 Stunden sogar manchmal, das ist immer Tagesform. Aber CK1 Shock ist ein richtig toller Duft. So, der nächste ist der Baldessarini, aber das Eau de Cologne Concentrate. Ja, sehr cooler Duft. Einer meiner Lieblingsdüfte, wenn es um günstige Düfte geht. Ja. Und wenn ihr Kamille mögt, ne, Kamille kennt ihr, dann holt euch bitte diesen Duft. Den könnt ihr sogar bei Amazon kaufen. Da macht ihr nichts mit falsch. Und das ist auch kein Fake, Mensch. Da kann man nicht, weil auch hier mal gerade ungefähr 20 € und ihr habt einen richtig schönen Kamille-Duft. Ja, den kann man im Sommer sehr, sehr gut tragen. Aber ich finde, das ist ein Allrounder. Den könnt ihr das ganze Jahr tragen. Das macht Spaß. Aber es muss das Concentrate sein, bitte. Der ist hat ein bisschen mehr Power und ich bin der Meinung, die Kamille kommt da definitiv besser rüber. Ich weiß gar nicht, ob der in den normal überhaupt Kamille drin ist. Ich glaube minimal. Ich kenne nur das Concentrate und das ist auch gut so. Vielleicht, ja, ich wollte das schon vor Jahren, das normale holen, aber ich bin so an diesen Concentrate. Ich habe auch noch ein Backup davon. Das ist ein schöner Duft. Auch ein cooler Flakon, muss man sagen, ja, der macht Spaß zu tragen, kostet nicht viel. So, der nächste kostet auch nicht viel. Ich weiß aber allerdings nicht, ob es den auf der Seite noch gibt, weil die bringen Düfte raus und dann die bringen so viele Düfte raus. Zu viel. Das muss man leider sagen. Und dann ist er irgendwann weg. Zara. Und zwar Vibrant Leather Tobacco Elixir. Und da hat ja, wie soll ich das sagen? Wie soll ich das aussprechen? Da hat Zara ein Monsterduft gemacht. Nicht nur der Sprüh ist auch gut, aber der Duft und der noch Magnetverschluss. Ich glaube 24 € kam der. Wie viel ml sind das? Das sind 50, glaube ich. Und der nicht den hier rieche, es ist einfach 70, glaube ich. Na, kann ich nicht, sie ist so klein wieder. Ist bombastisch. Ihr habt eine
helle Tabaknote, cremig, würzig, als ein bisschen schokoladeartig Hintergrund. Denk, es ist genial. Was soll ich sagen? Für den Preis unschlagbar. Also wenn ihr den noch finden könnt, holt euch den mal. Tobacco Elixir, also Vibe and Leather Tobacco Elixir. Dieses Vibe and Leather Ding, ob der da jetzt Aventus drin riecht, in Hintergrund eigentlich nicht. Und nein, er riecht auch nicht wie der Absolut Aventus. Nein, hier haben wir Tabak richtig gut ausbalanciert. Hier riecht nichts, finde ich, dass das irgendwie, sag ich mal, harsch riecht oder künstlich. Das ist wirklich gut gemacht. Und den Sprüh habt ihr gesehen. Und das hier, wow. Was soll ich anderes sagen? Das ist stabil, Leute. So, der nächste, halten wir uns kurz, Dylan Blue von Versace. Ein Duft, den ich immer wieder raushole oder der meistens dabei ist, wenn es günstige Düfte gibt, weil der kostet zwar, glaube ich, ein bisschen mehr als die anderen, die ich bis jetzt gezeigt habe, aber ganz ehrlich, Dylan Blue beinhaltet, ich wiederhole alles, so frische Düfte, also Dior Sauvage mit Bleu de Chanel, Fierce, irgendwie alles im einen und der kommt einfach von jung bis alt richtig gut an. Also mit Versace Dylan Blue könnt ihr im Endeffekt nichts mit falsch machen. Im Endeffekt könnt ihr mit keinem hier was falsch machen. Ich könnte jetzt auch irgendwelchen Quatsch labern, ist aber nicht so. Dylan Blue funktioniert da. Jetzt kommt aber einer für die etwas, sag ich mal, älteren, aber wenn ihr jünger seid und den gut findet, könnt ihr den auch tragen. Und zwar Obsession von Calvin Klein. Ja, auch nochmal Calvin Klein. Obsession, ja. Ich hoffe, der Fokus übrigens nehmt das immer. Eigentlich nehmt das bis jetzt immer. Es kann aber mal sein, dass er es nicht nimmt. Ja, das ist der Fokus. Mach nochmal richtig, ja. Sollte er nehmen. Obsession, ja. Auch hier haben wir wieder Zimt. Was Würziges, aber man merkt eben schon ein bisschen das Alte an. Es ist seifig. Trotzdem ein eleganter, seifiger, würziger, zimtiger Duft. Obsession war früher schon ein sehr geiler Duft. Den gibt es ja seit zig Jahren. Mich wundert, dass Calvin Klein den immer noch hat und ihr bezahlt manchmal nur 19 Euro nur noch. Stabil. Würde ich euch mal ans Herz legen, wenn ihr so ein bisschen wirklich maskulin, männlich riechen wollt wie früher. Nicht opermäßig, davon rede ich nicht, ne? Aber trotzdem, man merkt das, so riecht heutzutage kein Duft. Und das ist ja interessant. Ihr wollt doch so riechen, da werdet ihr nicht so viele da werdet ihr nicht so viele draußen mit antreffen. Aber das heißt ja nicht, dass es schlimm ist. Ihr habt einfach was anderes dann. Und trotzdem habt ihr einen sehr schön zimtigen Duft, der aber mit einer seifigen DNA im Hintergrund verschmilzt und spielt. Sehr, sehr nice. So, und dann haben wir noch zum Schluss den Marwa. Den kennt ihr ja, wenn ihr auf Tee, Zitrone steht, mit einer guten Haltbarkeit und so weiter. Ja, sommerlich, kann man aber auch, wenn es kälter ist, tragen, wenn es kühler wird jetzt. Richtig schönes Ding. Der kostet, glaube ich, tatsächlich mit den Dylan Blue am meisten hier. Und ja, aber würde ich euch ans Herz legen, schönes Teil. Wenn ihr so einen schwarzen Tee-Akkord haben mögt oder wollt, mit Zitrone und cremig, in dem Fall mit dem Marwa, der ist noch cremig im Hintergrund. Ja, schönes Teil, könnt ihr euch auf jeden Fall holen. Ja, das waren die Düfte, wo ich sage, stabil. Wenn man jetzt von der Qualität, ich kann jetzt gar nicht sagen, welcher der beste ist, weil es wäre schlimm, jetzt irgendwas zu sagen, dass der Obsession zum Beispiel nicht besser ist als der Zara. Aber wenn man eine geile DNA haben will, dann ist dieser Tobacco Elixir schon bombastisch gut gemacht. Ja, aber eben auch Kamille ist gut. Hier ist alles gut für wenig Geld. Das ist einfach Fakt. So, und das ist geil. Also schreibt mal, oder kennt ihr die schon? Oder wolltet ihr die schon mal benutzen? Und Obsession, auch wenn er am ältesten hier ist, glaube ich weiß nicht wie, was heißt glaube ich, laber ich denn da? Hatte ich da früher. Ich wollte gerade sagen, der Obsession ist der älter als der Zika One Shock. Natürlich ist der Obsession älter. Soweit ich das im Kopf habe, ja. Auch den bitte gibt eine Chance. Schönes Teil, Freunde. Also, Freunde, ich bin raus und bis zum nächsten Mal.